Hallo, hier bin ich wieder, Hulda Offenbauer. Ja, ich darf euch herzlich begrüßen. Heute gibt es wieder neue Offenbarungen. Eigentlich hätten wir ja vorgehabt, dass wir über die Alternative sprechen. Wir haben nämlich jetzt schon die Ärzte beleuchtet, die Apotheken beleuchtet, was die Bibel dazu sagt. Und wenn ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Video gesagt, dass die Bibel diese Götter in Weiß nennt. Wir sagten Zauberer, Lügner und Irrlehrer. Hiob sagt noch, hat eine andere Bezeichnung für sie, er nennt sie Kurpfuscher, Lügenschmierer seid ihr allesamt. Und wenn sie Irrlehrer sind und die Lüge lehren, dann müssen wir mal schauen, was hat Jesus gemacht? Jesus hat sein Hauptaufgabengebiet auf dieser Erde war, zu lehren und zu heilen. Ja? Lehren und heilen. Und genau dasselbe macht eigentlich der sogenannte Antichrist. Antichrist hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite ist das anstatt Christus und das zweite ist gegen Christus. Ja? Also dieser Antichrist, das ist nicht eine Person, das ist ein System. Ja? Und dieses System, dieser Antichrist, der dieses System erfunden hat und eben auch leitet, der macht genau dasselbe. Er lehrt und er heilt, oder zumindest er will heilen. Er macht es auch mit Zeichen und Wundern der Lüge. Ja, das sind die Dinge, wie die Welt ihm heilt. Und der Antichrist ist eben statt Christus, ja, und er tritt auf diese Weltbühne als Befriediger aller Bedürfnisse, als der Gegenstand der Hoffnungen und als Heiler aller Krankheiten. Ja, und darum heute auch dieses Leiberl. Ja, bitte sehr. Monkey see und Monkey do, der Affe Gottes. Er macht es nach. Und er ist immer noch auf unserer Weltbühne. Ihr kennt sicher den Spruch, Religion ist Opium für das Volk. Opium ist die Religion für das Volk. So schaut es aus heute. Ja? Opium, also die Pharmazie, ist die Religion für das Volk. Keiner redet mehr davon, dass er zu Gott geht und von Gott geheilt wird. Alle rennen sie zum Antichristen. Ja. Und das ist das Bild heute. Darum hat Jesus auch gesagt, werde ich Glauben finden auf dieser Welt? Darum bin ich jetzt da, damit ich das aufkläre. Jesus hat oft das, was im Alten Testament stand, sogar widerlegt, verschärft oder sogar dagegen gesprochen. Ja, und im Alten Testament steht zum Beispiel, durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Und ich sage, durch Wissen und nicht still sein, sondern schreien sind wir stark. Und darum schreie ich jetzt ganz laut, aufwachen, wacht auf! Aufwachen, Leute! Das System ist von der Lüge. Das System ist von unten. Ja? Ihr müsst einmal aufwachen, nachdenken, den Kopf benutzen. Nicht immer mitschwimmen mit dem Strom. Ja? Ich rufe der Jugend zu, haut einmal eure Handys weg, damit ihr Zeit habt zum Nachdenken. Ja? Und den Erwachsenen rufe ich zu, schaut nicht so viel auf euren Job. Ich sage nicht, dass Job schlecht ist. Und
tut euch nicht so viel mit den Beziehungen herum. Ich sage auch nicht, dass das schlecht ist, aber die ganze Zeit und Energie geht da hinein. Oder in den Sport. Ist auch nicht schlecht, aber wir müssen schauen, wo ist der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Wir lassen es ablenken, genauso wie mit dem Essen. Essen, Trinken. Manche treiben einen Kult, tun die ganze Zeit da hinein, indem sie nachdenken, Bücher studieren, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Ja, mein Körper ist ganz anders wie der vielleicht, der das gemacht hat. Also kann ich das für mich nicht 1:1 anwenden. Und außerdem, wenn man die Bücher, ich habe das auch gemacht, ich war auch so eine Wahnsinnige, wenn man die Bücher die Ernährungsbücher zum Beispiel miteinander vergleicht, dann kommt man drauf, da ist ein Widerspruch da, ja. Und Jesus sagt ja auch, es ist eigentlich im Prinzip egal, es ist egal, was im Mund hineinkommt. Wichtig ist, was rauskommt, weil das, was in den Mund hineinkommt, geht sowieso hinten wieder raus. Geht in den Abbord. Und es ist nicht so wichtig. Natürlich will Jesus auch, dass wir darauf achten, dass wir uns gesund ernähren, aber nicht dieses Hauptaugenmerk. Ja, wir sind so abgelenkt von den Dingen, das ist alles Plan, dass wir abgelenkt sind, dass wir nicht nachdenken, könnte es doch vielleicht nicht anders sein? Oder könnte nicht vielleicht doch der dahinter stecken? Was ist, wenn ich recht habe? Die Medien, ja, wir werden einfach von den Medien gesteuert. Lasst das einmal alles weg, lasst Job, ja, wenn das so viel Zeit in Anspruch nimmt, dann nehmt euch einmal einen Tag Auszeit zum Nachdenken und zum Prüfen und zum kritisch hinterfragen, ob das wirklich so ist. Ja, dann geht es vielleicht einmal, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, einen Tag in Krankenstand oder lasst einmal den Sport weg oder esst einmal nur einfach und dreht den Fernseher nicht auf, dann könnt ihr nachdenken. Ja, und dann kann man ja zum Beispiel hinterfragen und es ist heute so einfach zu hinterfragen. Ein Knopfdruck auf den Google. Wir haben heute alles, wir können alles herausfinden, wenn wir es nur wollen. Ja? Unsere Technik ist so toll gemacht, dass wir zu jedem Wissen können wir forschen. Und wir müssen uns aber nur die Zeit nehmen. Nur die Zeit nehmen. Und will ich das wirklich? Das ist die Frage, ja? Bin ich wirklich ehrlich und will ich einmal kritisch hinterfragen oder laufe ich weiter, schwimme ich weiter im Strom? Da werde ich aber nie zur Quelle kommen. Und das hat auch einen Preis, mit dem Strom zu schwimmen. Das werden wir heute noch sehen. Ja, wir haben schon beleuchtet diesen Äskulap oder Asklepios, dieses Zeichen auf der Schlange, die Äskulap, das Ärzte-Logo, das Logo für die Apotheken. Jetzt schauen wir mal, wo der herkommt, dieser Asklepios oder Äskulap, diese Äskulap-Schlange. Es ist ganz interessant, wenn man nicht nur das Christentum beleuchtet, sondern auch die anderen Religionen, also die anderen Religionen und Glaubensrichtungen ein bisschen mit einzieht. Es gibt da einen griechischen Gott, das ist der Apollo oder Apollon oder Apollyon, und das war der Gott der Heilung, des Todes und der Medizin. Ja, da sehen wir schon, das ist irgendwie so miteinander verknüpft. Ja, wir haben das auch schon beleuchtet mit der Pharmazie. Das kann heilen, das kann aber auch töten. Und das ist hier auch Heilung, Tod, Medizin. Das steckt alles eigentlich in diesem Begriff Apollo, Apollon oder Apollyon drinnen. Ja. So, dieser Apollyon, den gibt es in der Bibel auch. Und wo? Natürlich in der Offenbarung, Endzeit. Betrifft uns wieder mal. So, dieser Apollyon finden wir in der Offenbarung. Das war ein König. Ja? Das heißt, das ist dieses System. Könige sind nicht buchstäblich gemeint. Könige sind Systeme, Oberste, Regenten, Autoritäten. Und dieser König Apollyon hatte Angestellte oder Beamte oder Beauftragte. Und wenn wir da lesen in der Bibel, wird das bildlich beschrieben, nämlich mit dem Bild von Heuschrecken. Ja? Da kommen die Heuschrecken und diese Heuschrecken, das sind übrigens
wissen wir, das sind Shapeshifters, das heißt, sie können ihre Gestalt ändern. Ja, sie können auch die Gestalt eines Menschen annehmen, sage ich gleich einmal dazu. Und diese Heuschrecken werden beschrieben, sie haben Schwänze wie Skorpione. Und mit diesem Stechwerkzeug quälen sie die Menschen und haben den Auftrag, sie zu quälen und ihnen Schaden zufügen, aber nicht zu töten. Ja? Da fällt mir gerade ein, der Film Stirb langsam. Ja? Und dieser Stich, vielleicht ist er sogar gleichzusetzen, dieser Stich mit dem Stich der Nadel von einer Impfung, ja? Weil die Impfungen töten nicht, aber es ist Gift drinnen und so stirbt man langsam dahin. Ich lasse das einmal so offen im Raum stehen. Dieser Apollyon, dieser König Apollyon, wird übersetzt mit der Verderber, der Zerstörer. Ja? Also er ist da, um zu verderben und zu zerstören. Das ist sein Dienst, sein Dasein, sein Wirken. Ja? Und dieser Apollyon hatte einen Sohn, nämlich den Asklepios. Okay? Asklepios, Äskulap. Und naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Asklepios ist auch, er beherrscht die Medizin. Äskulap beherrscht die Medizin. Es ist dasselbe, Lateinisch oder Griechisch. Ich werde das jetzt öfters so oder so sagen. Er beherrscht die Medizin, die Kräuterheilkunde, die Chirurgie. Und Ziel ist, zu verderben und zu zerstören. Er kommt aber auch als Engel des Lichts, ja, lassen wir uns nicht täuschen. Er tritt immer als der Gute auf, aber das ist der Schein. Dahinter ist das Wesen und das ist immer böse, das ist Verderben, Zerstören. Ja, wir schauen uns jetzt einmal eine Bibelstelle an. Die ist ganz wichtig. Die zeigt uns, wie wir schon zu Beginn gesagt haben, Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist, wodurch wir geheilt werden. Und wir schauen uns 2 Stellen an. Und zwar im Lukas, eine Stelle. Da heißt es 9, Vers 24. Wer sein Leben retten will, das griechische Wort, das hier steht, retten will, heißt sozo und heißt retten, erretten, heilen. Ja? Also ich lese das jetzt gleich mit der Übersetzung, wie es wir hier hinein herauslesen. Wer sein Leben heilen will, ich setze einmal in Klammer, mit der Pharmazie, wird es verlieren. Und da steht jetzt verlieren, da steht dieses Wort Apolyomi. Das kommt von Apollyon, das heißt verderben, zerstören. Ja, also wer sein Leben mit der Pharmazie heilen will oder retten will, wird es verderben, zerstören. Auf lange Sicht gesehen ist die Pharmazie zerstörerisch und verdirbt. Mag sein, dass man vielleicht im Moment ein bisschen eine Erleichterung hat. Ja, wenn man Kopfweh hat, haut man sich ein Kopfwehpulver rein. Okay, ist die in die nächsten 2 Stunden weg oder keine Ahnung, wie lange so ein Pulver wirkt. Ich weiß das nicht, weil ich keine nehme. Aber nachher ist es dann wieder da. Ja, das ist so auf lange Zeit. Erstens einmal können es nicht heilen. Es verschiebt die Krankheit oder die Schmerzen an eine andere Stelle. Ja, wenn du die Kopfwehtablette nimmst, kriegst du dafür Bauchweh, dann nimmst du geschwind einen Magenschoner und so bist du schon in den schönen Teufelskreis drinnen. Willkommen im Club. So, also wer sein Leben retten oder heilen will durch die Pharmazie, wird es verlieren, verderben, wird zerstört werden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre und einbüßte? Ja? Was nützt es dir, wenn du im Moment vielleicht gesund bist, aber du verlierst was? Du verlierst dich selbst. Du verlierst dich selbst. Und was ist jetzt mehr wert? Willst du dich selbst verlieren? Verkaufst du deine Seele, dein Leben?
Was nützt es dir, wenn du kurz gesund bist und dafür dein Leben verspielst? Dasselbe sagt uns der Matthäus, nur hat er noch einen Zusatz dabei. Ich möchte das auch noch vorlesen. Matthäus 16, Vers 25 und 26. Denn wer sein Leben retten will, wieder dieses Sozo, wer sein Leben retten, erhalten will oder heilen will, durch die Pharmazie, der wird es verlieren. Der wird es verderben. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Und jetzt der Zusatz. Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? So. Das heißt, wir sind verkauft. Wir haben unser Leben, unsere Seele verkauft. Und womit können wir es wieder auslösen? Auslösen. Auslösen. Wisst ihr, wo ich hin will? Auf den Erlöser. Ja, wir brauchen einen Erlöser, weil wir sind alle da drinnen, wir sind alle verkauft, wir haben alle unsere Seele, unser Leben verkauft. Warum? Wir sind alle geimpft, vielleicht aber Ausnahmen. Ja, impfen, davon spricht sogar die Bibel, dass es gibt ein sogenanntes Impfmiasma, das heißt, durch die Impfung, durch das Gift, was hier hineingespritzt wird, ist eine Verunreinigung da, eine Befleckung da. Und die Bibel spricht auch von Befleckung, von den Befleckungen der Welt. Sollen wir uns ja ferne halten und von Befleckungen des Leibes. Ja. Und ja, wir sind alle geimpft. Wir haben unser Leben, unsere Seele verkauft. Wer wird uns erlösen? Wir haben alle schon irgendwann einmal Medikamente genommen. Wir haben unsere Seele, unser Leben verkauft. Wer wird uns erlösen? Manche waren sogar schon operieren. Wir haben alle, diejenigen haben die Seele verkauft, ihr Leben verkauft. Sind vielleicht dann gesund worden, wenn das Böse rausgeschnitten worden ist. Aber die Seele ist verkauft, das Leben ist weg. Wer wird sie erlösen? Und jeder von uns war schon einmal beim Arzt und hat diese Dienste in Anspruch genommen. Wer wird uns erlösen? Ich glaube, der Paulus sagt das auch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Gott sei Dank, sagt er weiter, Christus ist sein Erlöser und er lebt. Ja, also wir brauchen die Erlösung. Sonst hat der Teufel Anspruch auf unser Leben. Wir kommen da nicht selber raus. Das geht nicht. Wir brauchen von außen einen Stärkeren, einen Erlöser. Sonst bleiben wir in diesem Machtbereich drinnen. Und die Ewigkeit ist sowieso futsch. Beziehungsweise können wir dann immer wieder hier auf diese Erde kommen und, naja, das Rad der Wiedergeburt dreht sich. Aber Jesus kann uns davon erlösen. Er will uns davon erlösen, ja. Und ich wage zu behaupten, Pharmazie ist Götzendienst. Pharmazie ist der Götzendienst unserer heutigen Zeit. Und ich muss jetzt nur mal schauen, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe. Okay. Ich hoffe, ich schaff's. Pharmazie ist Götzendienst unserer Zeit. Ja, Jesus hat auch oft geredet. Dann haben sie gesagt zu ihm, die Jünger, er hat ja außer die 12 viele Jünger noch gehabt, da haben sie zu ihm gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Jesus hat gesagt, ärgert ihr euch dran? Und da steht dieses Wort Skandalon, ja, Skandal. Ist das ein Skandal für euch? Und viele gingen von da an weg. Ich frage mich, ist das jetzt ein Skandal für euch, wenn ich das behaupte, Pharmazie ist Götzendienst? Klar werden manche abschalten. Kann ich nichts verhindern. Aber ich weiß, ich will auch die nicht erreichen, die abschalten. Ich will die Menschen erreichen, die offen sind, die ehrlich sind und die kritisch hinterfragen. Und ich helfe ihnen bei ihren Forschungen, und indem ich das weitergebe, was mir gezeigt wurde, was mir offenbart wurde.
Ja, ich war auch einmal in einer Freikirche, und als ich dann dort mit dem Satz hinausging, Pharmazie ist Götzendienst, harte Rede, wer kann sie hören? Sie wollten es nicht hören. Ja, sie haben mich, es waren damals Versammlungen mit die Größten, und sie haben mich gefragt, wie ich auf das komme, und ich habe gesagt, naja, weil es in der Bibel drinnen steht und Jesus das gesagt hat. Und dann haben sie gesagt, das gibt's nicht. Und ich habe gesagt, oh ja, das gibt's schon, weil ich habe ihnen dann die Bibelstellen gezeigt, und sie haben dann gesagt, du bist ja vom Teufel, weil ich habe auch erzählt von vielen Heilungen, die ich selbst an mir erlebt habe, beziehungsweise ich habe so gemacht, wie es Jesus sagt. Ich habe auch Hände aufgelegt, Kindern und im engen Kreis halt. Und wir haben dort wirklich Wunderheilungen erlebt durch die Kraft Gottes. Und haben sie ihm gesagt, du bist ja vom Teufel. Habe ich gesagt, ja, wenn Sie das so glaubten, dann haben sie gesagt, wir kommen zu dir. Die ganze Generalversammlung war dann bei mir zu Hause und wir haben uns hingekniet, das war ihr Vorschlag. Wir beten, weil du bist vom Teufel besessen, dass das weggeht. Na gut, habe ich gesagt, habe kein Problem, weil ich weiß dass nicht vom Teufel ist, wir beten. Wir haben uns hingekniet, gebetet, sie haben gebetet, dass diese Gabe des Heilens weggehen kann, dass das nicht mehr passieren kann. So, nach einem Monat sind sie wiedergekommen, ich habe gesagt, ja super, ich habe wieder ganz tolle Erfahrungen gemacht, Jesus hat wieder viele Wunder getan und hat wieder geheilt. Schlussendlich, sie haben mich dann rausgehaut, weil sie haben gesagt, wenn das wirklich stimmen würde, was du sagst, so wie du das sagst, dann müssten wir alle unsere Schriften ändern, und das wollen wir aber nicht. Okay. Ein anderes Beispiel, ich kannte einen Arzt, der war selber Arzt, hat dann Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen, und ich wollte ihm mein Wissen weitergeben als Alternative, aber er hat sofort abgeblockt, er hat gesagt, nein, ich gehe lieber zu meinen Kollegen. Heute ist er tot. Er war um etliches jünger wie ich. Ja. Ich möchte euch einfach wirklich aufrufen, wacht auf! Ich frage euch, glaubt ihr das wirklich? Alles, was uns die ganzen Medien und die ganzen Forschungen und die Wissenschaft erzählt, glaubt ihr das wirklich? Prüft es einmal, prüft es bitte einmal, ja? Es gibt Konsequenzen, wenn wir das alles blindlings glauben. Bei manchen anderen Sachen sind wir so kritisch und bei dem nicht. Es geht um unseren Körper, es geht um unser Leben, es geht um die Ewigkeit, ja? Überlegt's nur ein einziges Mal. Was wäre, wenn ich recht hätte? Und dann schaut's einmal. Vielleicht habe ich ja doch recht. Fangt an zum Forschen. Vielleicht kommt's auf dasselbe Ergebnis. Fangt bitte an zu forschen. Wacht auf, steht auf, denkt nach. Da geht es um wirklich viel. Ja? Ja, und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dann bei dem weitermachen, was ich eigentlich heute machen wollte, die Alternative aufzuzeigen. Ja? Ich hoffe, ihr werdet mich wieder auf diesem Kanal besuchen. Die mich nicht mehr besuchen kommen, für die ist die Botschaft sowieso nicht. Und die anderen, die Herzensmenschen, die werden wiederkommen. Und bis dahin wünsche ich euch aus ganzem Herzen Gottes Segen und wacht's auf!